Hi, ich bin Gunnar, Consultant im Team von Valuant, und wenn ihr Probleme damit habt, ja, Verträge mit euren Kunden zu haushalten, Produkte, die Kunden von euch schon im Einsatz haben, zu verlängern oder auch die Laufzeiten vorzeitig zu beenden, das in eurem System zu haushalten, dann ist dieses Video für euch. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Account von Mechatronics, und wir sehen hier natürlich auch schon eine große Übersicht an Assets, die sie hier von uns haben. Also, haben zum Beispiel ein Headset oder auch eine Maus, 'n Laptop und unter anderem eben auch den API Access Premium. Und was wir sehen, man könnte das eben von hier aus direkt, ja, verlängern, erneuern oder eben auch canceln. Wir sehen hier, wenn wir uns das Ganze einmal öffnen, das Asset, sehen wir natürlich eben alle relevanten Details auch da drauf dazu, und wir sehen eben auch auf einen Blick, was sozusagen die, Life-Cycle Steps dieses Assets sind, ja? Wir sehen hier die Asset State Periods, und sehen eben, ja, es gab einmal den Initial Sale und dann gibt's eben irgendwann noch mal 'nen Upsell-Event in der Zukunft. Wir sehen also die Laufzeit hier, beispielsweise beginnt am 11. Februar 2026. Und das ist für uns natürlich insofern relevant, wenn wir das Ganze jetzt verlängern wollen, dann müsste das Startdatum natürlich nach dem 11. Februar liegen, weil wir da schon ein Startdatum gescheduled haben. Natürlich sehen wir das auch vom Vertrag entsprechend. Wir könnten das jetzt hier, wie gesagt, zum Beispiel canceln. Wir wollen es jetzt aber verlängern und hatten gesehen, eben Startdatum für den nächsten Abschnitt ist der 11. Februar. Das heißt, das Ganze muss also danach liegen. Und dann sagen wir einfach mal, anstatt dem 11. Februar, dann startet es am Montag danach, den 16. Und wir planen jetzt eben die Verlängerung einmal. Und was wir sehen, wenn wir das Ganze verlängern, wir haben entsprechend eben auch direkt ein Angebot, was hier erstellt wird, weil wir das Ganze ja verlängern, sehen eben auch den Net Unit Price, wie sich dieser wieder hier zusammensetzt, und könnten natürlich dann entsprechend auch noch mal sagen: „Gut, wir wollen jetzt vielleicht noch mal 5 zusätzliche, Einheiten API Access dazu haben bei der Verlängerung“, und, könnten dann somit eben das Ganze einmal fertig machen, das Angebot speichern und, dann natürlich auch wieder, ähm ja, wir sehen jetzt hier auch, einen leicht veränderten Preis. Woran liegt das? Einfach, weil natürlich auch der Preis sich da noch mal zum Ende der Vertragslaufzeit ändert. Und das Ganze könnten wir jetzt natürlich wieder ganz klassisch durchspielen. Heißt also, wir schicken das an unseren Kunden, der akzeptiert das, unterschreibt das, und dann wird aus dem Ganzen eben wieder eine Order. Aber so stellen wir eben sicher, dass wir, auch frühzeitig Verlängerungen anstoßen können und diese Verlängerungen eben auch bei uns im System haushalten und ganz klar auch sichtbar machen, welche Änderungen aus dieser Verlängerung resultieren. Also beispielsweise eben hier, dass wir dann 5 weitere API Access Premiums haben. Und wenn ihr das Ganze auch bei euch in der Salesforce-Umgebung umsetzen wollt und Verlängerungen effizient bearbeiten wollt und darauf auch reporten können wollt und eure Vertriebler immer up to date sein sollen, wann dann die Verlängerung aussteht, dann meldet euch bei uns und wir helfen euch dabei, das umzusetzen. Vielen Dank.